Im heutigen Video zeige ich euch, wie ihr ganz entspannt vom Hauptbahnhof Helsinki zum Flughafen von Helsinki kommt. Zudem zeige ich euch, wie ihr als Business-Class-Kunde eincheckt. Dann zeige ich euch die Aspire Lounge, die ihr als Business-Class-Gast besuchen dürft. Und dann zeige ich euch natürlich auch den Lufthansa-Flug und wie der Service an Bord ist. Viel Spaß! Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Sehr schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin gerade in Helsinki, das ist die Hauptstadt von Finnland, und ich möchte gerne wieder nach Hause nach Deutschland. Und dazu habe ich uns jetzt einen Zug und einen Flug gebucht. Als erstes möchte ich euch zeigen, wie wir denn vom Hauptbahnhof Helsinki zum Flughafen kommen. Die haben hier nämlich super S-Bahnen, sogar zwei verschiedene Linien, die alle 15 Minuten fahren. Und um euch den Weg dann zum Flughafen einfacher zu machen, zeige ich euch das, wie das hier geht. Und danach fliegen wir mit Lufthansa in der Business Class nach Frankfurt. Und da zeige ich euch am Flughafen halt die Lounge. Eine Lufthansa Lounge gibt es hier leider nicht, aber die Aspire Lounge. Und ja, da bin ich doch mal gespannt, wie das so am Flughafen dort ist. Also, auf geht's zum Bahnhof. Den Bahnhof seht ihr übrigens hinter mir. Da ist er. Der Bahnhof sieht schon richtig toll aus. Vor allen Dingen, da sind 4 Figuren, die Weltkugeln in der Hand halten. Ich zeige euch gleich mal den richtigen Namen von dem Bahnhof, wie der auf Finnisch heißt. Den kann man nämlich kaum aussprechen. Helsinki ist perfekt angebunden. Überall fahren hier diese kleinen Trams rum. Also wenn ihr mal nicht laufen wollt, nehmt ihr einfach eine Tram. Und da ist der Name. Versucht mal ihn auszusprechen. Ich spare mir das lieber. Da ist der komplette Name. Und hinein mit uns. Guckt euch mal die riesigen Türen an. Einmal ziehen bitte. Und jetzt drücken. Und so sieht es hier aus. Guckt mal, man kommt sich vor, als wenn man in einer Kathedrale wäre. Beeindruckend, oder? Der Bahnhof ist aber dennoch sehr übersichtlich. Man geht einfach geradeaus und schon sieht man die Gleise. Da seht ihr schon Gleis 1 bis 19. Und hier ist auch schon die große Anzeigetafel. Links sind die Langstreckenzüge, die Intercity-Züge. Die wollen wir aber nicht nehmen, weil die halten nicht am Flughafen. Und wenn wir weiter nach rechts gehen, dann sehen wir die ganzen S-Bahn. Und da seht ihr schon, gerade der erste Zug ist schon weg zum Flughafen. Wir können Linie I und P nehmen. Ich nehme den Zug um 10:26 Uhr, Linie P von Gleis 18. Um ein Ticket zu kaufen, braucht ihr die HSL-App. Das ist der Betreiber der S-Bahn. Ach, gehen wir doch gleich schon mal zu den Gleisen und schauen uns noch ein paar Züge an. Da ist der Bahnhof. Ein schöner Kopfbahnhof. Nicht wirklich groß, aber ruhig. Das Spannende ist, hier gibt es nichts Spannendes. Hier gibt es kein Gedrängel. Hier kann man wirklich ruhig einfach zu seiner Bahn gehen. Wir wollen jetzt zu Gleis 18. Schaut mal, was für riesen Werbetafeln die hier haben. Sehr schön. Und da seht ihr es, die Gleise 12 bis 19. Wir müssen einfach nur rechts rum. Da geht's lang. Und hier seht ihr die tollen Intercity Doppelstockwaggons. Und darüber habe ich auch 2 Videos gemacht. Die haben nämlich eine ganz besondere erste Klasse, die Extra-Klasse, wirklich geschrieben EKSTRA, nicht mit X. Und dann haben sie sogar noch ein super Bordrestaurant, wo man Panoramasitze hat, wo man im 90-Grad-Winkel sitzt. Das verlinke ich euch alles. Ja, das war schon sehr aufregend. Da seht ihr es, Extra Class. Und der nächste Waggon ist das Restaurant. Da habe ich oben gesessen und ich konnte die wunderbare Natur beobachten und lecker essen. Und hier sind auch schon die Gleise für die S-Bahn. Ist jetzt nicht so weit, ne? Aber wir müssen wahrscheinlich noch irgendwie runtergehen. Und hier ist noch der Busbahnhof. Ganz viele Busse.
Hier sind nochmal die Anzeigetafeln. Links wieder die Intercity-Züge und rechts die S-Bahn. Ja, 10:26 Uhr, Gleis 18. Und da sind schon Gleis 18 und 19. So sieht es hier aus. Ganz weit abgelegen und komplett ruhig. Fast menschenleer. Okay, es ist auch Sonntag. Also Gleis 18 haben wir schon direkt erreicht. Und jetzt möchte ich euch gerne mal zeigen, wie denn die Haltestelle vom Flughafen wirklich heißt. Die heißt nämlich Lentoasema. Wäre ja auch zu einfach, wenn es Flughafen heißen würde. Und da ist schon unsere S-Bahn. Da ist noch eine S-Bahn. Und da links ist noch eine S-Bahn. Ganz schön was los hier. Okay, scheint wohl noch nicht geöffnet zu sein. Ach, da kommt gerade eine S-Bahn eingefahren. Hallo. Ach, jetzt weiß ich, warum die hier geschlossen sind. Die zwei Waggons. Die gehören gar nicht zusammen. Oh, das wäre ja gefährlich geworden. Hier, jetzt seht ihr es. Linie P zum Flughafen. Gefunden. Sehen schon schön aus, die kleinen S-Bahnen. Und hinein. Ich gehe mal links rum. So sieht es hier aus. Hier kann man noch eine Stufe hochgehen. Dann können wir mehr sehen. Habt ihr sowas schon mal gesehen? 2 und 2. Und auf der anderen Seite 3 und 3. Da ist schon gleich eine schöne Anzeigetafel. Wie ihr seht, wir sind richtig auf zum Flughafen. Und um 10:26 Uhr geht es los. Jetzt ist es 10:20 Uhr und es sind unglaubliche 13 Grad. Ich hatte eigentlich mit 6 bis 8 Grad gerechnet. Seht ihr, wie warm hier ist? Gestern musste ich unbedingt mit Schal und Mütze rumlaufen und heute ist Schal schon zu warm. Und hier ist nochmal ein kleiner Überblick. So sieht es hier in der S-Bahn aus. Die Fahrt zum Flughafen dauert erstaunlich lang. 40 Minuten. Aber das Tolle ist, wenn ihr die HSB-App nutzt, dann zahlt ihr nur 4 Euro. Kleiner Nachteil, in der App kann man nur mit Kreditkarte zahlen und halt nicht mit PayPal oder sonstigen Anbietern. Google Pay und sowas geht alles auch nicht. Aber im Vergleich zum Taxi sind es halt nur 4 Euro und das Taxi hat mich 39 Euro gekostet auf der Hinfahrt. Und hier seht ihr nochmal die Sitze im Detail. Hier ist es schön weich. Und hier kann man es auch gut aushalten. Also gut, alleine habe ich jetzt viel Platz. Zu zweit muss man sich schon ein bisschen enger machen, aber das ist nicht schlimm. Da wir in einer S-Bahn fahren, halten wir tatsächlich an jeder Haltestelle. Also 40 Minuten müssen die auch irgendwie verbracht werden. Ne? Und wir verlassen den Bahnhof von Helsinki. Der nächste Halt ist schon der Flughafen. Die Fahrzeit verging sehr schnell. Ich habe die ganze Zeit rausgeguckt. Und wir sind schon am Flughafen angekommen. Das ging aber schnell. Jetzt suchen wir doch mal den Ausgang. Scheint dort vorne zu sein. Ja, sieht gut aus. 2 Rolltreppen nach unten und eine nach oben. Da steht's. Terminal. Wir wollen links rum. Terminal. Hier ist der Weg halbiert, oder sagen wir getrennt.
sodass man immer in eine Richtung läuft. Wir laufen auf der rechten Seite und ja, links läuft man zum Bahnhof. Sehr schlau gemacht. Da ist schon das Zeichen. Airport. Wir könnten jetzt einen Fahrstuhl nehmen. Ich möchte aber noch mal Rolltreppe fahren. Hier sind noch mehr Rolltreppen. Oh, das ist ganz schön hoch. Von dort unten kommt der Fahrstuhl und geht da hoch. Und nochmal Rolltreppe fahren. Da oben ist Tageslicht. Da müssen wir hin. Wer Ballett mag, der kann hier auf der Rolltreppe warten. Ende der Rolltreppe. Wo geht's nun weiter? Links. Hier müssen die Terminals irgendwo sein. Ach, da sehe ich schon. Abflüge. Departures. Aber wo genau? So sieht es hier aus. Ah, nochmal Rolltreppe fahren. Die nächste Rolltreppe, aber die ist ein bisschen kürzer. Da, Departure. Die Lufthansa-App hat mir mitgeteilt, ich soll im Bereich 300 einchecken. Das ist dort links. Hier muss irgendwo der Lufthansa-Check-in sein. Ach, wie langweilig. Das ist ja gleich hier vorne. Guck mal, da ist schon gleich Business Class Check-in. Das ist ja einfach. Check-in hat 1 Minute gedauert. Und ich habe gedruckte Tickets. Jetzt suchen wir uns die Lounge. Die Aspire Lounge. Ach, es wäre vielleicht besser, wenn wir vor der Lounge nochmal zum Security-Check gehen. Der ist dort vorne. Und hier haben wir auch wieder einen Priority-Check-in. Das heißt, wir laufen womöglich an allen Leuten vorbei. Hier kann man noch Geld wechseln. Wollen wir aber nicht. So, wo ist der Priority-Check-in? Assisted. Where is it? There's nothing. Hey, warum funktionierst du nicht? Ah, jetzt. So, wo ist Priority? Oh, ich bin falsch gelaufen. Priority ist hier außen. Die Sicherheitskontrolle ging super schnell, obwohl ich in die falsche Bahn gelaufen bin. Ich hätte rechts dran vorbeilaufen müssen, aber eine Dame war so freundlich und hat mich dann doch in die Priority Lane geholt. Und so sieht es hier nach der Sicherheitskontrolle aus. Schön, nicht wahr? Und jetzt suchen wir die Lounge. Die ist bei Gate 27. Es ist die Aspire Lounge. Ach, wie langweilig. Wir müssen wieder nicht laufen. Sie ist schon gleich nebenan. Wie verrückt. Tolle Wege haben die hier. Da seht ihr es. Aspire Lounge. Okay. Oh, sogar die Treppenstufen sind benannt. Wie schön. Da geht's rein. Da geht's rein. Aspire. Also so geht's los. Jetzt suchen wir doch mal einen schönen Platz. Hier gibt es schon mal Getränke. Hier gibt es ein bisschen Essen und da ist die ganze Lounge. Oh, ist richtig was los hier gerade. Wir wollen aber was trinken. Hier gibt es Wein und da gibt es alkoholfreie Getränke. Hier gibt es noch Früchte und Chips. Ich gehe mal die Treppe hoch. Von dort aus kann man nämlich viel besser gucken. Hier, schaut mal, hier ist noch ein Balkon. Den nehme ich doch mal. Ja,
guck mal, hier ist doch cool. Haha. Ja, das ist doch mal ein Ausblick. Perfekt. Hier bleibe ich. Hier außen. Dann kann ich hier aufs Rollfeld schauen. Hammer. Jetzt habe ich aber erstmal Durst. Mal gucken, was wir so finden. Schaut mal, hier ist noch ordentlich Buffet. Was gibt es denn hier Schönes? Käse, Tomaten, Gurken. Viel leckeres Grünzeug. Sehr schön. Dann gibt es hier noch ein bisschen Fleisch, ein bisschen Käse. Und noch ein paar Brötchen. Na, das ist doch schon mal ausreichend. Also hier gibt es frisch gezapftes Bier. Ach, ich möchte ein Bier und einen Kaffee. Ja. Na, treffen wir das? Nein, nicht überlaufen. Jetzt lernen wir die Kaffeemaschine kennen. Ich möchte einen Espresso. Special Coffee. Da unten ist er. Coffee Strengths. Ach, nehmen wir einen 2-Bohner. Und jetzt Start Drink. Da. Los geht's. Nun habe ich was zu trinken. Probieren wir mal den Espresso. War ja durchaus kompliziert, ihn kochen zu lassen. Ah, der ist gut. Und zum Abkühlen gibt es jetzt einen Schluck Bier. Prost. Ah, frisch gezapft ist echt super. Oh oh, ich habe gerade eine Nachricht bekommen, während wir Kaffee gekocht haben. Unser Flieger wird verspätet bereitgestellt. Na, ob ich meine Anschlussflüge noch kriege? Ihr wisst ja, dass ich hier halt nach Frankfurt fliege, aber für mich geht es dann noch weiter. Ich fliege von Frankfurt dann noch über München nach Hannover. Und das wird echt knapp. So, wo geht's denn los in Frankfurt hier? Da ist Frankfurt. 16:15 Uhr soll es losgehen. Habe ich so lange Aufenthalt? Oh, das wird knapp. 15, 16 soll ich ankommen. Und 16, 15 geht's weiter. Uiuiui. Und so ist nochmal der Blick vom Balkon der Aspire Lounge. Ach, da hinten sind die Wartegates schon vorbei. Ist schon schön hier. Es sind echt viele Leute hier, aber es ist dennoch sehr ruhig. Und hier kann man wunderbar sitzen. Sehr schön. Da ist unser Flugzeug gelandet. 45 Minuten zu spät. Aber es ist da, immerhin. Er fährt nun zu Gate 29. Von dort aus starten wir dann auch. Man geht davon aus, dass sie nur 30 Minuten brauchen, um den Flieger bereitzustellen. Das glaube ich nicht. Es ist jetzt 13 Uhr und um 13:20 Uhr soll er eigentlich mit dem Boarding beginnen. Das war ein schönes Warten. Jetzt gehe ich mal langsam zum Gate. Hier sind tatsächlich 3 Jungs aus Amerika, die haben mein Video gesehen nach Los Angeles. Ja. Und hinunter. Das Praktische ist, unser Gate ist Gate 29 und das ist gleich um die Ecke. Werfen wir noch einmal einen Blick auf die Lounge. So sieht sie von unten aus. Scheint sehr voll zu sein gerade. Gut, dass wir weg müssen. Und dort seht ihr schon Gate 29. Und falls ihr noch Lust habt, Geld loszuwerden, hier gibt es ein paar teure Läden. Das hier ist ein Restaurant. Sieht auch nicht schlecht aus. Wir sind richtig. Gate 29. So, wir haben unser Gate gefunden. Es ist schon ein bisschen was los. Schauen wir uns mal aufs Schild.
da steht Frankfurt drauf. Sehr gut. Hier stehen jetzt echt viele Leute, aber mit unserem Business-Class-Ticket dürfen wir als Erste rein. Es sei denn, jemand mit einem Rollstuhl oder jemand, der Hilfe braucht, der kommt natürlich vorher rein. Ab in die Menge. Alles voll mit Leuten hier. Jetzt sehen wir das Schild noch mal besser. Frankfurt, alles gut. Oh, guck mal. Die Gangways haben hier Teppich. Wie schön. Es ist Stau. Ach, gucken wir uns noch mal die Steuerung von der Gangway an. Und da können wir ins Cockpit gucken. Da ist das Cockpit. Hier kommt nochmal ein Überblick über unsere heutige Route. Wir starten ja in Helsinki, der Hauptstadt von Finnland im hohen Norden von Europa. Und von dort aus fliegen wir einmal quer über die Ostsee bis in die Mitte von Deutschland nach Frankfurt am Main. Und hinein. 3F haben wir. Da ist 3F. Den nehmen wir doch. Also das Boarding ging schon mal sehr schnell. Noch ist neben mir ein Platz frei. Mal gucken, wie lange das der Fall ist. Angeblich soll das Flugzeug ganz voll sein, weil ich konnte meinen Sitz nicht mehr umbuchen. Da sind noch 2 Reihen vor mir frei. Na, das ging ja fix. In einer halben Stunde war das Boarding durch. Es ist jetzt 13.50 Uhr und um 13.20 Uhr hat das Boarding begonnen. Eigentlich sollten wir ja um 13.25 Uhr schon starten. Aber das ist halt so. Dort draußen sehen wir die Feuerwehr vom Flughafen. Da ist ein Feuerwehrauto und da ist noch ein Feuerwehrauto. Zur Begrüßung hat es jetzt Cashewkerne gegeben und für kleine Kinder gab es eine Tüte Gummibärchen und ein kleines Spielzeug. Sehr gut. Oh, neuerdings wird sofort eine Flasche Wasser vor dem Start geliefert. Und so sieht es hier aus. Da vorne ist das Business-Class-Zeichen. Tada! Wir fliegen heute im kleinen A320 und schaut mal, so viel oder so wenig Platz habe ich für meine Beine in der Business-Class. Ich hätte jetzt gedacht, man hätte mehr Platz, aber ja, ich bin 1,83 groß und unter dem Sitz kann ich mein Bein verstauen. Das geht. Nun sind wir auf dem Weg zur Startposition. Leider sitze ich auf der falschen Seite, sonst hätte ich euch noch mal den Flughafen zeigen können. Aber wie ihr seht, da hinten ist schöner Wald. Ist ja auch nicht schlecht. Ne? Wir haben nun unsere Startposition erreicht. Die Triebwerke fahren hoch. Jetzt sollte es eigentlich losgehen. Wir standen noch nicht richtig. So, jetzt aber. Jetzt halten wir noch mal an. Wir haben wohl noch keine Freigabe. Jetzt geht's los. Power! Der Luft. Genießen wir noch ein bisschen die Landschaft von Helsinki bzw. Finnland. So viele Bäume und so viel Grün. Oh, wir müssen noch durch die Wolken. Es sind ein paar dunkle Wolken.
Aber erstmal noch eine steile Kurve. Jetzt sind wir in den Wolken. Ist schon beeindruckend, dass wir da einfach so durchfliegen können. Oh, 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 jetzt wackelt es aber. Wir sind genau in den Wolken. Ach, war gar nicht so schlimm. Nun sind wir über den Wolken. Sehr schön. Wir haben ja auch WLAN am Flug. Dann melde ich mich doch mal an. So, jetzt kopiere ich den Link. Öffnen. Aha, da ist schon die Flymap. Wie schön. Wir wollen nach Frankfurt. Was sehen wir hier noch? Da sehen wir noch mehr Informationen. 707 km/h. Und angeblich sind wir um 15:11 Uhr schon in Frankfurt. Das geht ja flott. Was haben wir denn noch? Ach, das eben gerade war die Moving Map. Die hatte ich noch aus einem vorherigen Flug gespeichert als Link. Da sehen wir unseren Flug. 1 Stunde 56 fliegen wir noch und dann sollen wir um 15:11 Uhr in Frankfurt sein. Was gibt es hier noch alles? Audio Travel Guide und sämtliche E-Journals und Jobangebote. Jetzt wollen wir aber mal Internet buchen. Ob das geht. Login. Also ich kann mich jetzt mit meiner Travel-ID oder mit meiner Miles & More Kundenkarte einloggen. Mal gucken, was da rauskommt. Es lädt und lädt und lädt. Anscheinend geht es jetzt doch. So, well, we're flying with Flexmobile to Frankfurt. Can ask you to relax. Flight with us at 11. Aha, ich bin online. Na, da schreibe ich doch mal meinen Freunden gleich. Angeblich bin ich online. Aber meine Nachrichten gehen nicht raus. Also meine Nachricht will nicht rausgehen. Schade. Jetzt habe ich ein heißes Tuch bekommen. Damit kann man sich das Gesicht abputzen und auch die Hände waschen. Aber es desinfiziert nicht. Naja, ist jetzt auch nicht so schlimm, wenn das WLAN nicht funktioniert, beziehungsweise das Internet. Ich muss ja nicht ständig Nachrichten schreiben. Aber hier gibt es schon das erste Getränk. Das ist Campari mit Winzersekt. Prosit auf einen schönen Flug. Ah, lecker. Und jetzt loungen wir. Update, Internet funktioniert. Also, da ich Miles & More Mitglied bin, kriege ich kostenlos Internet auf den Kurzstreckenflügen. Super, wir mussten wahrscheinlich nur hoch genug fliegen. Und der Service legt richtig los. Hier ist meine Mahlzeit. Das ist Hähnchen mit ein bisschen Gemüse. Dann gibt es noch hier Oberster, das ist eine bayerische Spezialität, Krautsalat und einen Apfelstrudel. Und dazu eine Cola und Campari mit Winzersekt. Aber vor dem Essen Hände waschen. Na? Hände sauber. Internet funktioniert übrigens, habe ich glaube ich schon gesagt.
Perfekt. Das Hähnchen ist super. Es ist ganz zart. Wunderbar. Also es wurden noch Brötchen angeboten, aber ich möchte gerade kein Brötchen essen. Genießt mit mir mal den Ausblick. Also ihr seht hier das Essen. Und dann seht ihr hier, was da draußen ist. Wunderschöne Wolken und Sonne. Besser kann man doch gar nicht essen und loungen, oder? Also es war wirklich weise, dass ich nicht viel in der Lounge gegessen habe, weil hier ist der Apfelstrudel und der ist sogar in Vanillesoße. Aber schaut mal, das Lufthansa-Besteck hat sogar ein eigenes Emblem. Und ich habe gerade noch einen Gruß von der Stewardess bekommen. Das ist ein Lufthansa-Cocktail. Ich habe nur nicht ganz genau verstanden, was da alles drin ist. Aber das erfahre ich später bestimmt nochmal. Weil ich muss ja jetzt essen, da bin ich ja konzentriert. Die liebe Stewardess hat mir ja diesen kleinen Cocktail hier rechts gebracht. Und aus den ganzen Getränken, die sich hier angestaut haben, habe ich jetzt eine Deutschlandfahne gemacht. Ich bin jetzt auf den Cocktail gespannt, den probiere ich. Einmal Lufthansa-Cocktail bitte. Wow. Oh, den muss ich nochmal trinken. Der ist super. Aber ich muss auch nochmal erfahren, was da überhaupt drin ist. Jetzt kommt die Auflösung, was in unserem Cocktail ist. Hier ist ein eigener Lufthansa-Schnaps. Er heißt Avionic, wahrscheinlich von Aviation, also Luftfahrt. Es ist ein Aperitif und der hat, na, ich kann es nicht erkennen, 18%. Und der ist hier drin und wird aufgefüllt mit Tonic Water und mit Prosecco. Oder halt dem Winzersekt, der hier angeboten wird. Jetzt wissen wir, was wir hier trinken. Also das Gold der Deutschlandfahne. Perfekt. Prosit. Es könnte aber sein, dass ihr danach fragen müsst. Weil auf dem Hinflug vor 2 Tagen, da wurde mir das leider nicht angeboten. Also fragt danach. Es ist jetzt 15:07 Uhr. Aber wir sind noch in der Luft. Obwohl wir ja um 15:14 Uhr in Frankfurt landen sollen. Das liegt daran, dass in Helsinki wir 1 Stunde vor Deutschland sind. Soll heißen, es ist jetzt 14 Uhr in Deutschland. Und hier kam schon die nächste Lieferung. Dieses Mal Pralinen. Ich weiß, das ist Schokolade mit Nougat. Aber ich bin so satt, ich schaffe die jetzt nicht. Aber dann habe ich heute Abend was zum Nachhausebringen. Wie zu erwarten, ist die Lufthansa-Crew wieder mal super freundlich und ganz toll und sehr zuvorkommend. Ja, meine Getränke habe ich bisher noch nicht geschafft, aber das macht nichts. Ich habe ja noch eine halbe Stunde Zeit. Aber die waren so lieb, die haben mir für meine beste Freundin, die hat nämlich 3 Kinder, haben die mir Malbücher und kleine Sachen für Kinder mitgegeben. Das ist so lieb. Aber passt mal auf, das Beste, was ich bekommen habe, ist das hier. Das ist ein A380 Lufthansa-Flugzeug. Aber das behalte ich selber. Das kommt entweder auf den Schreibtisch oder kommt ins Bett. Super, vielen lieben Dank. Unser Flug neigt sich nun sehr schnell dem Ende entgegen. Ihr seht, da unten ist Frankfurt. Wir sind hier und ich möchte später noch dorthin, nach Hannover. Ich habe noch ein bisschen was vor. Nun beginnt schon unser Landeanflug. Wie ihr seht, kommen die Wolken immer näher. Aber hier sind ja nicht so viele Wolken. Keine geschlossene Wolken. Was ich sehr spannend finde, ist die Temperatur. Vor 10 Minuten waren wir noch bei minus 14 Grad. Jetzt, wo wir im Sinkflug sind, sind wir schon bei minus 17 Grad. Und ihr seht, Frankfurt ist nicht mehr weit. Wir können unserem Triebwerk beim Arbeiten zusehen. So sieht es aus. Da muss mächtig Arbeit drinstecken. Aber es macht einen guten Job. Wir fliegen sehr ruhig. Genießen wir einen Teil des Landeanfluges. So sieht es gerade in der Nähe von Frankfurt aus. Ganz wenige Wolken und ein schöner Sonnenschein. Für
diesem Flug ist es wichtig, dass ihr eure Geräte ladet, weil wir haben hier an Bord keine Steckdosen. Also Handy laden und Tablet laden. Okay. Wir gleiten noch sanft über die Wolkendecke, aber gleich müssen wir sie durchbrechen. Wir tauchen nun ein in die Wolken. Los geht's. Wolken. Viele Wolken. Ganz viele Wolken. Immer noch mehr Wolken. Ja, jetzt geht's aber runter. Ist schon ein komischer Ausblick. Und die Wolken sind vorbei. Dort hinten möchte noch ein zweiter Lufthansa-Flieger landen. Oder er fliegt weiter in den hohen Norden. Genießen wir zum Finale noch ein bisschen Frankfurt von oben. Unser Pilot muss noch ein bisschen korrigieren. Vermutlich sind wir jetzt genau auf Landekurs. Oh, jetzt geht's aber schnell runter. Gefühlt sind wir sehr schnell. Ich sehe Boden. Boah. Ja, wir waren ziemlich schnell. Er muss ganz schön doll bremsen. Noch haben wir unsere Parkposition nicht erreicht, also können wir noch ein paar Flugzeuge gucken. Da ist noch ein kleiner Lufthansa-Flieger. Und gleich docken wir an. So sieht das hier aus. Und wir stehen. Also ich bin jetzt wunderbar in Frankfurt angekommen und hier im Hintergrund, da ist noch unser Flieger. Also das war wieder mal ein optimaler Flug. Das Essen war der Hammer, die Crew war der Hammer. Wir sind zwar nicht pünktlich, aber das ist nicht schlimm. Ich habe jetzt noch eine halbe Stunde Aufenthalt, bis es für mich weiter nach München geht und von München weiter nach Hannover. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch auch so viel Spaß gemacht wie mir. Besonders der neue Avionic Cocktail, der war super. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Seid doch so lieb und abonniert meinen Kanal, damit ihr regelmäßig meine Videos sehen könnt. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.